Hallo Freunde und herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal Tabletop Stuff. Das heutige Video dreht sich wieder ganz im Rahmen unserer Pazifik-Kampagne. Wie ihr vielleicht gesehen habt in dem letzten Video in der Schlacht um Guadalcanal mit der Großoffensive von Japan, haben die Japaner den Kürzeren gezogen und die Amerikaner haben praktisch ihren Landungspunkt verteidigt, ihren Brückenkopf. Erfolgreich, und ja, die Japaner wurden halt ziemlich aufgerieben. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann verlinke ich euch das Video jetzt eben. Dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen, das ganze Spektakel. Und jetzt beginnt im Prinzip wieder der Rundenabschluss und die neue Runde mit unseren Zügen. Und wie das alles im Detail aussieht und was vielleicht alles passiert, das seht ihr jetzt. Ja, moin Leute. Heute geht es weiter mit unserer Kampagne. Wir schließen den Zug ab und bereiten uns auf den nächsten Zug vor und schauen mal, was für Partien dabei herauskommen. Jo, ich ziehe jetzt einen Würfel aus dem Sack. Mal schauen, wer seinen ersten Zug macht. Der Japaner mit seinen Boat-Action-Zügen hat den ersten Zug und wir überlegen und kommen gleich wieder. So Leute, hi. Das erste, was ich jetzt machen würde mit dem dritten Zug wäre, also ich entscheide mich jetzt hier für den dritten Zug. Das war ja der Zug, der im letzten Spiel hier saftig eins abbekommen hat, und den setze ich jetzt im Prinzip auf Nachschub. So, ich ziehe jetzt direkt mal den nächsten Würfel. Und wir haben, ich glaube, die Luftflotte der Amerikaner, richtig? Nein, das ist die Cruise Fleet Flotte der Amerikaner. Genau. Fast. Alles klar. So, ich werde meine Flotte einen Sektor weit bewegen und werde die japanische Flotte mit einem Cruise-Spiel angreifen. So, ich ziehe dann den nächsten Würfel. Das ist die Flotte vom Japaner. So, meine Flotte ist ja im Prinzip hier schon in dem gleichen Sektor wie von Christians US-Flotte. Ich könnte jetzt abhauen, aber nö, ich nehme den Kampf einfach mal an. Ja, alles klar. Dann haben wir schon mal unsere erste Schlacht. Genau. So, der nächste Würfel. Es ist ein Zug der Marines. Jawohl. So, ich mache das einfach mal relativ schnell on demand. Wir haben im letzten Zug ja eine große Schlacht gespielt und eine meiner Züge hat gut was abbekommen. Dieser Zug wird diese Runde auf Nachschub gestellt und wird seine kompletten Punkte, die er verloren hat, wiederherstellen. Und ich schaue einmal kurz auf die Dokumentation. Das ist die Nummer 2. Ich werde hier diesen Zug auf Nachschub setzen. So, der nächste Würfel wäre die Luftflotte diesmal. Ist zwar ein russischer Würfel, aber es ist meine Luftflotte. Ja, richtig. Okay, alles klar. Alles klar, ich mache mir mal Gedanken und dann... So, ich werde mit meiner Flugzeugstaffel den Flughafen, in dem die Zeros stationiert sind. Das ist ein besonderer Ort, den ich angreifen kann, den der Japaner am Anfang der Kampagne bekommen hat, und versuche da einfach mal den Flughafen zu zerstören und spielen da eine entsprechende Mission. So, und der nächste Würfel. Das ist die Blood Red Skies. Ja. Staffel vom Japaner. Kannst du mir eben direkt geben. Genau. Da Christian jetzt hier ja meinen tollen Flughafen angreift, starte ich natürlich hier mit meiner Staffel und versuche, die Amis abzufangen. Deshalb wird es hier ein Blood Red Skies Spiel geben. Jo. Freust du dich? Na klar, endlich mal wieder fliegen. So, ich ziehe den nächsten Würfel und das ist eine japanische Einheit. Mhm. So, ich habe mich im Prinzip entschieden, dass ich mit dem zweiten Zug hier den am Flughafen belasse
und der auf Nachschub geht. Die warten im Prinzip noch, bis sie vernünftig ausgerüstet sind, bis sie dann halt irgendwann in den Kampf geschickt werden. Also Zug 2 ist auf Nachschub. So, mit dem Zug 1, er stande hier. Er versucht einfach mal jetzt das Hinterland noch ein bisschen mehr zu schützen, beziehungsweise hier nochmal zu erschließen, um sich da vielleicht einzugraben oder da irgendwie taktisch sich auszubauen, strategisch, um sich vor den Amerikanern da nochmal ein bisschen zu verschanzen. Deshalb Zug 1 zieht hier hin und erschließt das Feld. So, jetzt bleiben noch 2 amerikanische Würfel über. Das heißt, meine 2 Züge von den US Marines werden noch entsprechend was machen. Der Zug 3 wird auf Nachschub gestellt. Das bedeutet, dass ich hier entsprechende Ressourcenpunkte in Nachschubpunkte umwandle. Und mit dem Zug 2 werde ich eine Sabotageaktion am Flughafen machen. Das heißt, wir versuchen da irgendwie die Mission für Blood Red Skies etwas interessanter zu machen, dass der Japaner oder der Amerikaner ein paar Nachteile kriegt, je nachdem wie die Schlacht dann ausgeht. Ja, nach Abschluss unseres Zuges, wir haben jetzt ja alle Würfel gezogen, sind jetzt drei Schlachten dabei rausgekommen, die wir spielen werden. Wir werden als erstes eine kleine Firefight-Schlacht spielen, in der meine US Marine Raider versuchen, den Flughafen zu sabotieren. Im Anschluss wird es eine 300 Punkte Blood Red Skies Schlacht geben. Da werden wir entsprechend versuchen, also ich werde versuchen, den Flughafen lahmzulegen, den besonderen Ort zu zerstören, und die Japaner versuchen dann entsprechend das zu verhindern. Und als letztes werden wir eine 500-Punkte-Schlacht auf dem Wasser machen, eine Crucies-Schlacht. Und ja, da freue ich mich besonders drauf. Gerade Blood Red Skies und Crucies haben wir auch selber noch nicht so oft gespielt. Da bin ich gespannt, wie das wird.